Liebe Zwillinge, wir schauen in euer neues Jahr für das Kollektiv der Zwillinge und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Der Reiter fällt ins Haus des Reiters. Irgendwo nehmt ihr Bewegung raus. Irgendetwas kriegt eine Erleichterung. Ihr verschafft euch kürzere Wege. Das kann jetzt betreffen die Selbstständigen, die Leute, die mit Ämtern oder Behörden zu tun haben. Hier liegt an sich Expansion an der Selbstständigkeit dran, aber damit verbunden auch, wie nenne ich das? Man kriegt mehr raus und man geht einen anderen Weg und man hat es bequemer, nennen wir es so. Dann habe ich das Überwinden von Familienthemen. Familie könnte ein Thema werden. Irgendwo nehmt ihr da auch Distanz auf oder haltet euch von etwas raus. Irgendwie schafft ihr auch Frieden in einer häuslichen Situation. Ihr habt so ein bisschen Thematiken, wo ihr Mutterthemen auflöst, wo ihr bemerkt, in welchem Bereich überall seid ihr verstrickt oder wo möchtet ihr gerne einen geraderen Weg. An sich sieht man, da wo ihr jetzt Unklarheiten habt, da liegt der Blumenstrauß drauf. Das heißt, etwas, was sich nicht als gut gezeigt hat oder wo die Sachen nicht klar waren, bringen euch jetzt Ergebnisse, die euch persönlich weiterbringen. Auch hier sehe ich das Wort Unabhängigkeit 1 in irgendwelchen Bereichen. Der ein oder andere schafft sich vielleicht ein Tier an oder hat schöne Momente mit Tieren. Der ein oder andere hat so vielleicht auch im Freundeskreis guten Austausch, fruchtbaren Austausch. Und man sieht, dass ihr ein schwieriges finanzielles Thema hinter euch lassen könnt. Denkt immer dran, es ist eine kollektive Legung. Das kann nicht auf jeden passen. Ich versuche immer so viele Szenarien wie möglich zu nennen. Ihr habt hier irgendwie einen schicksalshaften Neubeginn. Ich sehe ein großes Schattenthema. Das kann bei euch tatsächlich in der Familie sein, mit Geschwistern oder mit Familienangehörigen an sich, eigenen Kindern auch. Möglicherweise ist es auch so, dass ein Kind von euch einen Neubeginn wagt, in eine andere Richtung guckt und ihr dreht euch da irgendwo mit. Es geht sehr viel darum, die Wahrheit auszusprechen, zu sich selbst zu stehen, ehrlich zu sich zu sein und zu gucken, wo stehe ich, wo möchte ich hin, welche Bereiche möchte ich nicht mehr und welche Emotionen möchte ich auch nicht mehr von anderen getriggert haben. Finanzielle Veränderungen, die neue Wege mit sich bringen und ich habe, dass diese Veränderungen euch tatsächlich wie ein Geschenk auch daherkommen. Ne? Es gibt Möglichkeiten, die lassen euch dann die eigene Größe leben, auch finanziell. Und an sich ist es so, dass ihr so ein bisschen schicksalshafte Einflüsse habt. Das heißt, das Außen liefert euch auch ein Geschenk, das ihr packen könnt oder auch nicht. Jedenfalls sehe ich, dass ihr euch da auch emotional andere Türen öffnet. Es kann aber sein, dass innerhalb des Jahres diese Veränderungen mit angezogener Handbremse einhergehen. Ne? Euer Energielevel wird gefragt, also wie könnt ihr es auf Dauer aufrecht erhalten und ich sehe wirklich, ihr trefft gute Entscheidungen, ihr seid angebunden, ihr könnt das so wählen, dass ihr belohnt werdet. Ich habe eine sehr genesende Energie auch auf allen Elternthemen drauf. Und was mir doppelt und dreifach bei euch auffällt, ist tatsächlich, entweder ist es ein Mutterthema, wo ihr euch komplett rausnehmen könnt, es kann eure Herkunftsfamilie sein oder auch euch selber betreffend. Und dieses ermöglicht euch irgendwie eine ganz andere Wahl, eine ganz andere Möglichkeit. Hier geht etwas zu Ende und etwas Neues beginnt.
und der Weg wird gerader. Was ich auch habe, ist so Blockaden oder Hindernisse im Bereich, was sage ich von meinen Emotionen und was halte ich zurück. Es kann auch sein, ihr habt hier, weil es geht sehr stark um Familienthemen, einen Prozess, in dem ihr sehr viel Vergangenheit ablöst oder Themen, die euch emotional gestresst haben. Und da kann es sehr viel um Selbstliebe gehen, um Grenzen setzen, um Akzeptanz für die Dinge so, wie sie sind. Und daraus entsteht dann eine andere Wahlmöglichkeit für euch. Das ist so ein bisschen ein Jahr, wo ja auch Prüfungen besteht, wo ihr Lebenslektionen überwindet oder gelernt habt und an diesem Punkt die Visionen wieder vergrößert, eure Ziele anders absteckt, so könnte man es nennen. Und der ein oder andere mag vielleicht auch noch mal was lernen oder studieren, sich Wissen ansammeln. Aber ich denke eher, dass es so ist, dass ihr eine Lebenslektion besteht und da wird euch sehr viel an Erfahrung bewusst, die ihr vorher nicht hattet. Also ihr guckt noch mal tiefer. Das Außen ist eine wichtige Sache bei euch. Wie zeige ich mich, wie werde ich wahrgenommen, also wo bin ich mir was wert und wie lasse ich mich selber blockieren, wenn von außen Sachen kommen, die ich nicht mit einplane. Ihr habt im Haus des Ringes den Baum drin. Hier geht es um langfristige Beziehungen, langfristige Sachen, langfristige Verträge, Wachstum in Beziehungen auch. Irgendwie auch ein Jahr, wo ihr große Erkenntnisse kriegt. Ein Jahr, wo die Seele an sich sehr deutlich mit euch spricht. Also vielleicht auch ein Jahr, wo ihr sensibler werdet oder wo ihr merkt, dass ihr nicht mehr alles ertragen könnt wie früher, dass man da anders drauf reagiert. Und ja, es ist ein Jahr von Anfang und Ende, Neubeginn. Ich sehe hier möglicherweise neue Freundschaften, Freundschaften, die tragend sind, Menschen, die euch nähren. Die Kindertage, das habe ich hier sehr verbunden, von euch oder euren eigenen Kindern sind sehr präsent. Und an sich ist es so, dass ihr auf einem Weg seid, wo ihr sehr viel Harmonie reinbringt in euer Beziehungssystem, wo ihr auch beendet, was euch nicht gut tut. Ich habe hier so auch Sachen, die ihr mal endlich ausspricht, eine gute Grenze setzt. Es kann hier tatsächlich auch, hier ist ein ganzes Familienkonstrukt oder ein Wulst an Personen aus der Family sein, dass es viel um eure Kinder geht, um die Wege eurer Kinder oder auch um die Grenzüberschreitungen eurer Kinder oder Eltern. Irgendwo sagt ihr hier Stopp. Mir werden die Dinge so klar, dass da nichts mehr zu machen ist, ne? Keine Kompromisse mehr, die den anderen nur dienen. Die Berufskarte liegt hier auch im Haus der Familie drin. Es kann sein, dass ihr viel zu tun kriegt oder dass Familienmitglieder ihre Berufe wechseln und ihr euch da irgendwie mitdreht. Neubeginne an sich, neue Verträge, sieht man hier. Für einige kann es tatsächlich auch sein, dass sie auf dem selbstständigen Weg arbeiten oder irgendwie von zu Hause aus. Sorry. Nähe- und Distanzthemen habt ihr hier sehr, sehr viel dabei. Ich sehe ein berufliches Weiterkommen,
Viele haben vielleicht ja auch Veränderungen in einem kleineren Bereich oder nehmen zwei kleine Dinge hinzu. Ich habe auf jeden Fall Erleichterung. Hier können auch Cheffiguren wechseln, also Wechsel in der Führungsebene sein. Es ist etwas, was euch zu mehr Harmonie verhilft auf jeden Fall. Es kann sein, dass ihr sehr viel Auszeit nehmt, dass ihr vielleicht auch kleinere Reisen bucht oder dass ihr, ja, ich sage mal so was wie Wellness macht, etwas, wo ihr eure Seele nährt und das auch regelmäßig. Das muss nichts Großes sein, das sind so kleinere Sachen. Und ihr schafft euch irgendwie einen Ausgleich im beruflichen Bereich. Ich habe jetzt in den Finanzen, im Haus der Finanzen tatsächlich die männliche Hauptfigur drin. Das heißt, entweder es geht auch viel um das Geld des Gegenübers oder ihr arbeitet sehr viel, also ihr investiert sehr viel. Oder aber es gibt auch berufliche Änderungen, die mit den Finanzen des Gegenübers zu tun haben. Es kann sehr viel um Partnerschaften auch bei euch gehen. Man sieht hier unten Neubeginne in Partnerschaften. Ein anderes Konstrukt, ihr lasst irgendwie etwas weg und bringt damit etwas zum Aufblühen. Ne? Und es ist sehr viel Familienthema bei euch mit drin, DNA, Verstrickungen. Die berufliche Qualität ist hier sehr schön, sehr stabilisierend, sehr erquickend. Viele haben vielleicht auch im Bereich der Häuslichkeit einen Wechsel, das heißt Umzüge, etwas verändern. Es kann auch die Familienmitglieder betreffen, einer zieht aus, einer zieht ein oder man zieht selber um oder macht Dinge im häuslichen Bereich so, dass sie mehr Komfort irgendwie mitbringen. Das Umfeld ist sehr wichtig für euch. Ihr spürt da genau, wo ihr Energie verliert oder wo ihr welche reingeben könnt. Ich sehe euch auch irgendwie so, dass ihr das nicht mehr wollt, dass jemand anders euch euren Frieden nimmt. Und da steht ihr auch dafür ein. Ich habe tatsächlich, dass ihr auch Freundschaften überprüft. Ne? Was ist mir hier noch wichtig oder wo kann ich gerne drauf verzichten und wo nährt mich das? Auch da habt ihr irgendwie eine Lektion drin. So, jetzt haben wir zwei Krafttiere gekriegt. Einmal den Hai mit der Initiation. Da habe ich noch gesagt, eine Prüfung wird gelernt, eine Prüfung steht bevor. Du wirst etwas meistern, wo du selbst über dich hinauswachsen kannst. Und es geht darum, in die Balance zu kommen, Geben und Nehmen in den Ausgleich zu bringen, Frieden zu schließen, irgendwo eine Energie rauszunehmen, die viel machen muss und hier mit weniger Bewegung zu größerer Harmonie zu kommen. Das sieht man hier auch im partnerschaftlichen Bereich. Ich sehe euch hier sehr viel geben und vielleicht ist das hier auch die Prüfung, da mal zu sagen, jetzt gucke ich mal, was mir denn gegeben wird. Ihr habt hier den Phönix, also diese Zusatzkarten sind bei euch enorm gut. Ne? Da lasst ihr tatsächlich was zurück. Das ermüdete Ego, das Kleid, das euch nicht mehr passt. Und es ist auch ein Jahr, wo ihr Träume manifestieren könnt, umsetzen könnt, schicksalshafte Neubeginne generiert. Ein Jahr, in dem ihr auch über euch selbst hinauswachst. Ihr geht aus vielen Verstrickungen raus. Ja, die kleinen Karten geben euch noch mit,
Manchmal muss man einen klugen Zug machen und ihr habt viele Spiegelblicke. Ne? Kommt ihr klar mit dem, was euch gespiegelt wird? Wo ist dann die Reaktion oder wie ist dann die Reaktion drauf? Liebe Zwillinge, ein schönes Jahr. Ich drücke euch bis bald.